So, hallo liebe Patienten, wir werden Ihnen heute mal die 10 wichtigsten Fragen für ein Facelifting erklären. Ein Facelifting kommt im Prinzip ab jedem Alter in Frage, wenn der Patient sich entsprechend fühlt, dass eine Partie im Gesicht abgeschlafft ist. Am häufigsten kommt das ab 40 Jahren vor, weil das Bindegewebe, das Kollagen nachgelassen hat und wir Frauen merken, dass diese Strukturen, die herabsinken, genau hier an der Kinnlinie, dass die hier verschwimmt und dass so langsam diese Marionettfalten, wenn alles von oben runter drückt, kommt. Und das ist meistens so mit 40 Jahren, dass die Patienten den Wunsch haben, alles wieder an Ort und Stelle zu bringen. Ein Facelift funktioniert so, dass man im Prinzip die herabgesackten Strukturen inklusive SMES, inklusive Superficial Muskuloaponeurotisches System wieder an den Ort bringt, wo es mal vor 10, 15 oder 20 Jahren war. Dafür muss man allerdings Narben setzen, die man in ästhetische Zonen legt. Das ist was ganz Spezielles. Man schneidet einmal in den Haaren, da sieht man die Narbe gar nicht. Einmal schneidet man direkt vor dem Ohr in die kleinen feinen Fältchen. Dort verschwindet die Narbe auch und einmal um das Ohr herum, um den Hals noch, wenn man den Hals mitstrafft, zu erreichen. Nein, ein Facelifting ist nicht eine Faltentherapie. Ein Facelifting ist eine Therapie, um die herabgesackten Strukturen, die uns eigentlich alt, müde und mürrisch erscheinen lassen, wieder an Ort und Stelle zu bringen. Eine Falte an und für sich kann zum Beispiel durch Mimik entstehen oder eben auch durch herabsackende Haut und durch das individuelle Hautaltern direkt. Wenn wir natürlich diese überschüssige Haut, die wir beim Facelifting entfernen, straffen, werden die Falten gemildert. Aber eine komplette Entfernung der Falten ist nicht möglich. Wir hier in unserer Klinik haben eine spezielle Methode des Faceliftings. Wir führen es in örtlicher Betäubung durch mit einem leichten Dämmerschlaf, sodass die Schwellungen danach auch reduziert werden können. Die Patienten sind in der Regel nach 7 bis 10 Tagen wieder gesellschaftsfähig. Das Ergebnis hält ca. 8 bis 10 Jahre. Immer jede OP, jeder Eingriff, ob beim Zahnarzt, beim Hausarzt, ein kleiner Unfall kann immer schief gehen. Die häufigsten Risikofaktoren sind zum Beispiel Nervenläsionen oder auch Nachblutungen, aber aufgrund spezieller Techniken, wo man nicht in diese Nervenregion kommt, sind die Risiken dafür sehr, 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 sehr gering. Auch Nachblutungen sind gering, wenn man in der richtigen Schicht präpariert, wenn man einen Experten aufgesucht hat, der mindestens 40 Faceliftings pro Jahr macht, ist man sich sicher, dass man zumindest nicht ein hohes Risiko einer Komplikation hat. Narben gibt es immer, nach jedem operativen Eingriff. In der ästhetischen Chirurgie unterscheiden wir zwischen sichtbaren Narben und Narben in ästhetischen Einheiten. Unser Aufgabengebiet ist es, die Narben so zu legen, dass sie nicht sichtbar sind. Zum Beispiel in die Haare, vor dem Ohr, in die kleinen Fältchen, sodass die Fältchen die Narbe verdecken und hinter dem Ohr, wo das Ohr über die Narbe drüber geht. Nein, ein Facelifting hilft nicht gegen Aknenarben, da muss man spezielle andere Therapieverfahren durchführen. Dreimal kann ein Facelifting wiederholt werden. Ein Facelifting kann korrigiert werden, ist oft ein sehr kleiner Eingriff, um vielleicht einen Zugvektor der nicht richtig positioniert wurde, wieder richtig zu setzen oder vielleicht eine kleine Narbe zu korrigieren. Das geht problemlos, auch nur in örtlicher Betäubung, kommen, nach Hause gehen. Ein Facelifting
Jetzt muss man unterscheiden zwischen einem großen und einem kleinen Facelifting. Ein kleines Facelifting kostet so ab 6.000 Euro netto und ein großes Facelifting muss man ab 8.000 Euro netto rechnen.